Und jetzt fangen wir mit dem ersten Beitrag von der Frau Schulz. Dankeschön. Ja, ich muss jetzt dann gleich auch ein bisschen schneller reden. Gut, was ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist ein Schnelldurchgang durch die Ergebnisse des Arbeitskreises 61 zum Thema serielle Sanierung im ENERFIT-Standard. Wir hatten dazu, im Dezember war es eine Arbeitskreissitzung, wo wir ganz viele verschiedene Themen der seriellen Sanierung vorgestellt haben und auch anhand, also unsere Ergebnisse, unsere Erkenntnisse aus der Begleitung von mehreren Projekten auch da zusammengefasst haben. Und ja, da möchte ich Ihnen heute so einen kleinen Schnelldurchlauf geben. Sie sehen hier schon, der Protokollband erscheint diesen Sommer. Und da werden Sie dann auch die ausführlichen Ergebnisse und Details und Berechnungen und Empfehlungen dann nachlesen können. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist einmal diese Fragestellung, wie sieht es aus mit der Qualität der Bauteile, wenn wir serielle Sanierung im ENERFIT-Standard machen wollen. Die U-Werte der Bauteile sind hier natürlich ganz wichtig und ganz klar auch das Thema der Wärmebrücken. Wenn wir im Altbau sind, ist das immer ein Thema, dass man sich nicht nur den Wandaufbau im Einzelnen anschaut, sondern auch in Kombination mit den Schnittstellen zu anderen Bauteilen. Und wer heute Morgen schon oder heute in der vorausgehenden Session da war, das Thema Luftdichtheit bei vorgefertigten Elementen ist natürlich hier auch ein Thema. Zum Schluss will ich dann auch noch mal ein paar Punkte zur Implementierung von Haustechnik und insbesondere hier der Lüftung in die Fassade vorstellen. Doch fangen wir erstmal von vorne an. Wie sieht es aus mit den vorgefertigten Wandsystemen im ENERFIT-Standard? Ich meine, brauche ich eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Was ich aber Ihnen mitgeben will, ist, es gibt schon von uns zertifizierte Produkte, wo wir nicht nur den Aufbau, den eigentlichen Wandaufbau hinsichtlich Passivhaustauglichkeit oder ENERFIT-Tauglichkeit geprüft haben, sondern wo auch umfassend die Details gelöst sind und die luftdichte Ebene gelöst sind. Das ist jetzt hier zum Beispiel bei diesen 4 Elementen in Rot eingezeichnet, die luftdichte Ebene. Und das wird auch später jetzt auch bei den späteren Folien zum Thema Luftdichtheit wichtig sein, wie ich diese entsprechend dann auch an den Anschlüssen weiterführen muss, dass das da also sozusagen ein schlüssiges Konzept gibt. Also das ist durchaus auch ein Thema, das wir bei unseren Untersuchungen festgestellt haben, dass das nicht unbedingt immer klar ist, wie schlüssig, also dass man das schlüssig herstellen muss, dass man nicht einfach irgendwo springen kann zwischen den luftdichten Ebenen. Ein Thema, das wir hier auch im Rahmen der Zertifizierung von Komponenten immer wieder festgestellt haben, ist, dass es klar sein muss, wenn wir über U-Werte von vorgefertigten Elementen reden, was ist denn da alles mit drin? Also sind da alle Wärmebrücken mit drin oder ist da nur der Regelaufbau mit drin? Weil sonst kann man ganz schnell die verschiedenen Komponenten gar nicht miteinander vergleichen, weil der eine rechnet alles rein, der andere rechnet nur den Regelquerschnitt, die Regelstörungen ein und die Psi-Werte von den Anschlüssen, die werden dann woanders erfasst. Und wir sind der Meinung, also wir machen das auch so bei der Zertifizierung von den Komponenten, dass wir die regelmäßig auftretenden Störungen, die gehören in den U-Wert mit rein, den man dann sozusagen auch benennt, U-Wert von 0,15 für die Fassade, währenddem die unregelmäßig auftretenden Störungen, die sich ja dann auch immer von Projekt zu Projekt auch unterscheiden, die werden dann in Psi-Werten zu dem entsprechenden Projekt dann auch benannt. Ja, was haben wir an Bauteil- und Gewerkeschnittstellen? Da gibt es natürlich wie sie eigentlich auch in jedem standardmäßig sanierten Altbau immer wieder auftreten. Ja, das sind hier die Details, die Sie schon kennen. Wie gehe ich mit dem Balkon um? Wie gehe ich mit dem Sockel um? Wie sieht es mit den Fensteranschlüssen aus? Und der Übergang zwischen den Elementen, also Wand zu Dach zum Beispiel.
Ja, und da haben wir uns natürlich verschiedene Lösungen einmal angesehen. Hier sehen Sie auch ein Beispiel von dem Herrn Kölmel, der dann auch sein Projekt dann später nochmal im Detail vorstellen wird. Hier geht es um den Umgang mit der Sockelwärmebrücke im Geschosswohnbau, das heißt Mehrfamilienwohnbau, der ja im Prinzip auch sich sehr gut eignet für die serielle Sanierung, weil wir hier große Fassadenflächen haben, sich wiederholende Elemente haben. Wir haben hier mal 3 Varianten untersucht und die erste ist die Variante, also bei der die Kellerdeckendämmung sehr gut gedämmt worden ist. Die Sockeldämmung ist in gleicher Stärke wie das Wandelement nach unten geführt und ein Teil der Dämmung, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier zeigen kann. Ich glaube hier, Laserpointer, ja. Ein Teil der Dämmung ist hier auch ins Erdreich geführt worden. Genau, die Kellerdecke wurde so gut wie möglich gedämmt und es wurde auch hier eine Begleitdämmung an der Innenseite des kalten Kellers dann vorgesehen. Die zweite Variante, da haben wir überlegt, was würde sich ändern, wenn man sich das jetzt spart, das Gelände aufzugraben, sondern einfach nur den Teil dämmt, der gegen Außenluft grenzt. Und im dritten Beispiel, das war auch ein Projekt, das wir uns genauer angeschaut haben, da wurde der Sockel ein bisschen vernachlässigt, also die Überdämmung dieses Winkels hier ist sehr minimalistisch durchgeführt worden. Das haben wir zum Glück auch noch verhindern können, dass das so gebaut wird und haben dann sehr dringend empfohlen, wenigstens diesen Stahlwinkel so weit zu überdämmen, dass er nicht bis ganz nach außen führt. Und hier unten sehen Sie dann für dieses Mehrfamilienhaus, was das für einen Unterschied im Heizwärmebedarf macht. Also das ist jetzt einfach nur mal qualitativ, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, was eine gute Lösung an zusätzlichem Heizwärmebedarf ausmacht im Vergleich zu einer eher nicht so gut durchdachten Lösung. Plus 3 Kilowattstunden, das ist für ein Enerfit-Gebäude schon eine Hausnummer. Also da muss man natürlich schon gucken, da kann man durch eine nicht so durchdachte Planung schon Schaden anrichten. Ja, Balkone haben wir natürlich im Geschosswohnbau auch immer und vor allem diese Balkone, die man jetzt hier diese Lottchenbalkone, die sind sehr häufig vorzufinden. Klar, man hat bei Gebäuden, die das nicht haben, immer die Möglichkeit, die alten Balkone abzusägen oder ein neues Balkonsystem vorne dran zu stellen. Das ist natürlich immer die energetisch beste Lösung. Eine neue Konstruktion, die eigentlich nur noch punktuell, wenn überhaupt, am Gebäude befestigt werden muss. Aber wie gesagt, es gibt ganz häufig die Lottchenbalkone, die kann man eigentlich nicht abschneiden, weil die ja in dieses Gebäude hineinragen. Und sie haben natürlich noch die Nachteile, dass meistens, wie das hier zu sehen ist, die Fenster sehr stark an der Seite sind. Das heißt, sie können gar keine Dämmung großartig aufbringen, nur eine dünne Dämmung, weil sie sonst die Türen nicht mehr aufkriegen. Das heißt, da ist man natürlich sehr stark eingeschränkt in der Qualität der Dämmung und das ist auch ein Punkt, wo wir jetzt eigentlich auch überall gesehen haben, da macht eine Vorfertigung eigentlich fast keinen Sinn. Das sind immer Lösungen, die dann vor Ort angepasst werden müssen. Nichtsdestotrotz ist es auch hier wichtig, dass man sich überlegt, wie gehe ich wärmebrückentechnisch mit so einer Situation um. Einfach die Balkonplatte auskragen zu lassen, ohne hier was zu machen, dann sind wir auch schnell bei plus 3 Kilowattstunden. Auch das ist ein Punkt, den kann man so nicht empfehlen. Also auch bei diesem Projekt war es ganz schwierig, überhaupt irgendeine Lösung zu finden, weil, wie gesagt, die Randbedingungen da nicht besonders gut waren. Wir hatten dann verschiedene Varianten überlegt, also auch, wie kann ich hier zum Beispiel unterhalb der Balkonplatte wenigstens eine 20 cm Begleitdämmung machen.
kann ich vielleicht sogar oben auf die Balkonplatte eine dünne Dämmebene drauflegen, indem ich die alten Platten abnehme, weil ich ja sonst auch wieder mit der Schwelle in Probleme bekomme. Dann hat man immer noch plus 2 Kilowattstunden. Und wenn ich aber die Lösung wähle, dass ich das wirklich einpacke, so gut wie es irgendwie geht, dünn unten und dünn oben, dann kann ich den zusätzlichen Heizwärmebedarf in dem Fall schon halbieren im Vergleich zu dieser Lösung. Also von daher hat man auch hier einen Spielraum, den man dann am Projekt diskutieren und auch dann nutzen muss. Ja, Fenstereinbau, dazu brauche ich eigentlich auch in dem Rahmen nicht viel sagen. Das sind die Standardempfehlungen, die wir da immer geben. Rahmen in die Dämmebene, Überdämmung des Rahmens, gucken, dass keine Aluprofile in die Überdämmung reinragen, Rollladenkasten entkoppeln von dem Rest, das ist eigentlich bekannt. Wie sieht es aus bei der Sanierung mit vorgefertigten Elementen? Unsere Erkenntnis war hier, dass die Fenster in der Regel dann doch noch mal deutlich kleiner werden, weil man im Prinzip nicht die volle Rohbauöffnung ausgenutzt hat, sondern sicherstellen wollte, dass man auf jeden Fall irgendwie ein Stück kleiner ist. Die Frage, ob man vielleicht hier den Anschlag entfernen kann, ist natürlich eine zusätzliche Aufwand. Gerade bei der seriellen Sanierung möchte man ja eigentlich den Mieter so wenig wie möglich irgendwie behelligen. Aber auf der anderen Seite, das ist jetzt hier immer so ein Beispiel, wie das dann aussieht, wenn das Fenster dann noch mal kleiner wird. Es wird dann halt auch irgendwann ziemlich dunkel da drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch dann wieder ein Argument für den Mieter sein kann, wenn er eine bessere Belichtung hat, da auch vielleicht den zusätzlichen Schmutz in Kauf zu nehmen, wenn man dann den Anschlag gegebenenfalls entfernen kann. Ja, ansonsten kann man natürlich über die Ansichtsbreite der Rahmen auch noch ein bisschen was rausholen. Zum Thema Sonnenschutz und Entkopplung, auch hier gibt es in vorgefertigten Elementen sehr gute Lösungen. Wir hatten also anfangs schon die Diskussion, dass man durch den Transport und der Elemente da massive Holzquerschnitte vorgesehen hatte. Das ist eigentlich so, wie man es üblicherweise vom Holzbau her macht. Aber da ist natürlich noch Musik drin, da kann man natürlich auch noch mal über Holzanteile in der Konstruktion sprechen. Und die Zimmerleute sind da ja eigentlich auch immer offen für. Und wir haben, also hier bei diesem Beispiel, hat der Herr Kölmel ja auch eine sehr gute Lösung gefunden, dass also der Holzquerschnitt zum Befestigen des Fensters nicht so groß sein muss und es nochmal eine ordentliche Dämmung zwischen der Verschattung und dem Fensterrahmen geben kann. Und auch bei anderen Projekten, die wir hatten, kann man sehen, dass man hier mit sehr schlanken Holzquerschnitten durchaus gute Einbaupsi-Werte herstellen kann und dass das im Prinzip genauso wie auch beim vor Ort gefertigten Gebäude auch in der Vorfertigung kein Problem darstellt. Ja, dann würde ich da noch mal ein paar Worte zum Luftdichtheitskonzept verlieren wollen. Auch da hatten wir im Rahmen des Arbeitskreises uns, vor allem der Herr Peper hatte sich dazu Gedanken gemacht, wie man die luftdichte Ebene hier schlüssig bei vorgefertigten Elementen, wie man damit umgehen kann. Ja, bei der Altbausanierung muss man sich immer am Anfang überlegen, was wird meine luftdichte Ebene sein. Natürlich gibt es die Möglichkeit, hier den alten Innenputz als luftdichte Ebene zu nehmen. Allerdings gerade die Vorfertigung und die serielle Sanierung hat ja zum Ziel, möglichst wenig innen zu verändern, alles von außen zu machen. Das heißt, auch die Bestandssituation mit Steckdosen ist dann hier schwer zu verändern. Das heißt, muss man sich überlegen, ob sich dieses Konzept eignet. Ich würde sagen, da gäbe es wahrscheinlich viele Hindernisse. Man kann natürlich auch den alten Außenputz als luftdichte Ebene verwenden, je nachdem, wie der beschaffen ist. Wenn er noch gut in Schuss ist, ist das auch möglich. Hier muss man sich natürlich auch wieder überlegen, wie gehe ich von Außenputz in die Dachebene über. Da sind meistens die Knackpunkte, die man dann da lösen muss. Und wie ist der Übergang im Sockel? Aber auch diese
Lösungen, die kennen wir von der Altbausanierung, die sind lösbar, muss man halt gucken, ob das am konkreten Projekt jetzt hier eine gangbare Lösung ist. Was natürlich hier als neue Möglichkeit besteht, und das hatten wir jetzt ja auch in der vorangegangenen Session besprochen, da hatte der Björn Kierulf sein Strohsystem vorgestellt. Man kann natürlich auch die luftdichte Ebene im neuen Wandmodul unterbringen. Das ist also auch möglich. Da gibt es natürlich auch diese entsprechenden Knackpunkte, die man dann lösen muss. Die muss man sich natürlich auch überlegen, wo in diesem Element liegt diese luftdichte Ebene. Liegt die jetzt zum Beispiel eher auf der Raumseite, wie das bei den Projekten, die wir angeschaut haben, durchaus auch der Fall war. Dann habe ich natürlich auch, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, diese Frage, wie mache ich das an den Stößen? Ich kann natürlich auch die luftdichte Ebene ganz nach außen nehmen. Das war bei dem Eco-Cocon ja der Fall, dass die luftdichte Ebene außen liegt. Auch da war ja schon genannt, und das kann ich jetzt hier auch nochmal unterstreichen, es ist natürlich hier zwingend erforderlich, dass die luftdichte Ebene dann auch dampfdiffusionsoffen ist, sonst wird es in der Regel ein Problem geben. Und man sollte natürlich in solchen Fällen auch prüfen, wie sieht es mit der dampfdiffusionsdichten Schicht, mit den Schichten aus, ist das bauphysikalisch so in Ordnung, dass ich den Wandaufbau checke. Dann gibt es immer das Thema, wie gehe ich einmal mit den Modulen untereinander um, wie kann ich da die luftdichte Ebene von Modul zu Modul sicherstellen und wie stelle ich die Luftdichtheit sicher wenn das Modul an den Sockel oder an das Dach angeschlossen wird. Auch diese Punkte haben wir untersucht und auch da werden Sie dann in der Publikation die entsprechenden Empfehlungen zu finden. Hier nochmal in aller Kürze, also wenn ich jetzt die Elemente aufeinander setze und die luftdichte Ebene, das ist jetzt hier eher auf der Innenseite, also da, wo der alte Außenputz, also an der Kontaktstelle zur Wand ist, dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich diesen Stoß hier luftdicht hinbekomme. Das kann man natürlich machen, indem man entsprechende Folienelemente, also Folien anschließt, schon im Werk, die dann sozusagen beim Aufeinandersetzen nach außen geführt werden und dann hier entsprechend luftdicht verschlossen werden, dann sind die Elemente untereinander luftdicht aufeinandergesetzt. Bei dem Projekt hier wurde unten dann das vorgefertigte Element an den alten Außenputz angeschlossen. Kann man so machen, hat aber jetzt auch hier sehr viel Arbeit vor Ort, es ist auch immer dann eine Frage der Qualitätssicherung vor Ort, wie gut wird das dann gelöst, weil das muss natürlich schlüssig sein. Auch hier hatten wir dann alternative Lösungen uns überlegt. Hier geht es dann darum, diesen Abstand zwischen der Bestandsfassade und dem neuen Element, das wird ja nie ganz press aneinander liegen. Wie kann ich hier sicherstellen, dass ich hier keine Hinterlüftung habe, weil in dem Moment, wo das Fassadenelement hinterlüftet ist, ist es praktisch wirkungslos. Also dann habe ich sozusagen die ganze Arbeit und Mühe umsonst gemacht. Deswegen ist natürlich hier die Empfehlung, diesen Raum auszufüllen mit einer dünnen Mineralwollschicht oder einem anderen, oder man kann es auch ausflocken oder in irgendeiner Form halt schließen. Und man muss natürlich sicherstellen, dass in irgendeiner Form dieser untere Teil luftdicht wird, dass dieser Anschluss hergestellt wird, dass das Element in sich luftdicht ist. Aber auch das ist eigentlich baupraktisch kein Problem, das kann man lösen. Was auch leider standardmäßig so gemacht worden wäre, wenn wir nicht interveniert hätten an der Stelle, ist, dass man die Elemente aufeinander setzt. Also man hat jetzt hier die Wandseite und hier ist die Außenluftseite. Die luftdichte Ebene liegt hier ist hier durch eine Platte hergestellt und da sollte eigentlich nur so eine Dichtmasse aufgebracht werden. Und dann werden die aufeinander gesetzt. Aber beim Aufeinandersetzen wird das nie auf Anhieb kraftschlüssig ordentlich funktionieren. Das ist eigentlich keine wirklich robuste Lösung, die, wenn das Element
diese Dichtmasse ein bisschen bewegt, dann war es das schon mit der Luftdichtheit. Also wenn man da sicher gehen will, dass das auch hält, dann sollte man eine größere Fläche vorsehen. Man sollte auch hier Folien an die, so wurde es dann auch realisiert, man hat dann Folien an diese Faserzementplatte angebracht, schon ab Werk, und hat die dann umgelegt und eine ordentliche Dichtmasse aufgebracht, die dann auch sicherstellt, dass beim Versetzen der Elemente das luftdicht wird. Ja, wie sieht es aus mit meiner Zeit? 2 Minuten, okay. Wir haben natürlich dann auch nochmal geguckt, wie sieht es aus mit der Lüftung in diesen Fassaden. Das wäre natürlich eine hervorragende Gelegenheit, wenn ich von außen diese Fassade anbringe, da auch gleich die Lüftung mit zu lösen. Und da gibt es natürlich Anforderungen an die Installation, an die Geräte und an die Lüftungskanäle. Ich gehe jetzt hier gerade nur auf die Geräte mal ein, zu dem Thema der Lüftungskanäle, wie die zu verbauen sind. Da gibt es dann in der Publikation auch Empfehlungen zu. Aber es ist natürlich wichtig, ich brauche schmale Geräte, ich brauche Geräte, die mir möglichst flexible Anschlüsse ermöglichen. Ich muss den Schallschutz in irgendeiner Form sicherstellen. Das Thema Kondensatablauf bei Fassadenintegration von Lüftung ist eigentlich auch immer Thema, dass ich den irgendwie lösen muss. Ja, und es gibt diese Geräte, kann man, ich weiß gar nicht, wer da auf der Ausstellung, Meltem ist auf jeden Fall da, genau, also es gibt Geräte, die diese ganzen Randbedingungen erfüllen, die auch gut geeignet sind für den Einbau in, außen, in diesen vorgefertigten Elementen. Auch hier von Blue Martin das Gerät, das auch sozusagen die Lüftung dann auch mit in die Fensterleibung integrieren kann. Oder auch hier die Geräte von Zehnder, die möglichst, also sehr flexibel sind, was die Installation und Revision angehen. Und auch hier nochmal das Beispiel von dem Herrn Kölmel, da wurde das auch so realisiert, ist eigentlich eine tolle Lösung gewesen. Hier sieht man, das Gerät wird so eingebaut, dass es vom Balkon her aus wartbar ist. Das heißt, man muss zwar auf den Balkon, aber man hat jetzt vom Raum, von der Küche oder vom Bad oder so keine Notwendigkeit, an das Gerät dran zu kommen. Das kann man dann von außen machen. Und die Leitungen wurden dann auch im Element verlegt und sind, das kann man hier auf diesem Detail halbwegs erkennen, die Leitung läuft jetzt hier im vorgefertigten Element und wird in der Leibung des Fensters, dann ist die Zuluft. Ja, das Projekt wurde gefördert vom Land Hessen, daher unser Dank für die Förderung und Fragen gibt es ja dann später. Also, ja, es wird bestimmt Fragen geben.